Leute, wenn es dieses Jahr schon keine Weihnachtsmärkte gibt, holen wir uns die Weihnachtsleckerei einfach nach Hause und auf diese Baumstriezel kann ich ja persönlich gar nicht verzichten. Die gibt's das erste Mal immer am Pelzermädel oder auf dem Martini-Markt und die sind so lecker. Und dazu tun wir uns erstmal ein bisschen Milch erwärmen. Jetzt dann noch ein Hefeneibrösel. Nu, Zucker dazu. Und das Ganze jetzt schön mit dem Finger verrühre. Warum mache ich denn das eigentlich mit dem Finger? Da kann ich genau testen, dass die Milch nicht zu heiß ist, weil sonst den schmale Finger verbrenne, ne? Und dann geht's schon weiter und wir können unser Milchhefgemisch reinschütten. Da habe ich noch ein bisschen Vanillezucker, eine Prise Salz. Alle wach! Die Chaos Queen ist wieder unterwegs, aber ist nichts kaputt. Und dann noch mein Ei. Himmel nochmal. Das gibt's nicht. Wisst ihr, was gute Laune in der Küche ist? Wenn die Maschine leiser arbeitet als die Bäckerin. Und unseren Teig lassen wir jetzt noch mal eine Dreiviertelstunde an einen warmen Ort gehen. Ach, ist der Töpfchen mollig warm. Ich stelle es nämlich manchmal auch im Winter in den Ofen bei 30 Grad Umluft und dann fühlt der Hefeteig sich so richtig wohl. Gucke mal, der hat sich jetzt verdreifacht, glaube ich. Einmalig kann ich das sagen. Jetzt mehlen wir uns ein bisschen der Arbeitsfläche und dann nochmal raus das gute Stück. Und dann nehme ich mir erst einmal die Hälfte, teilen wir mit der Teigkarte. Zack. Wieder zurück dahinter. Und dann kneten wir den noch ein bisschen durch, ne? Und jetzt dann Rolle, 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 ne? Und das mache ich diesmal mit meinem Fondant-Roller, der geht auch super. Nicht, dass er mich wieder schimpft, dass ich den Griff nicht nehme, aber diesmal habe ich auch keine. Eine gute Hausfrau hat wahrscheinlich 2 Nudelhölzer, das Joanna natürlich nicht, weil das habe ich nämlich braucht meins und habe es schon mal eingewickelt mit Alupapier. Und warum? Das seht ihr ja später. Nehme ich halt mein Fondant-Rolle zum Ausrollen, ne? Und nach dem Ausrollen schneidet man jetzt in schöne, dünne Streifen. Als nächstes wird das Nudelholz eingebuttert und zwar nur da innen, nicht am Rand, ne? An die Griffe meine ich natürlich, weil die müssen wir ja noch irgendwie halten. Jetzt können wir schon anfangen zu wickeln und dann müsst ihr ein bisschen schauen und es immer recht fest drücken, weil sonst geht das nämlich auf im Ofen, ne? Schaut, ich tue das dann immer so überlappend wickeln. Und am Ende müsst ihr es dann einfach ein bisschen festdrücken. Das sieht am Ende so richtig klasse aus, Leute. Und das ist gar nicht schwer. Schau, ich roll das jetzt noch ein bisschen, dass es fest ist. Mit ein ganz bisschen Druck. Und dann habe ich hier auch den Breter. Da kommt es nämlich später auch mit in den Ofen. Und dann brauchen wir noch ein Handtuch zum Abdecken. Und lassen den auch noch mal so 20 Minuten gehen. Schaut, Kinder, jetzt war 20 Minuten unterm Tuch. Ist noch ein bisschen aufgeploppt. Und jetzt tun wir uns dann Zimt und Zucker mischen. Das erinnert mich immer an Milchreis. So als Kind Milchreis mit Zimt und Zucker. Herrlich. Und jetzt müssen wir uns dann noch das gute Stück ein bisschen mit der flüssigen Butter einbuttern. Und da braucht ihr auch nicht so sparsam sein, dass Zimt Zucker auch schön hält. Und jetzt tut ihr noch ein wenig Zimtzucker drauf und nicht leckern, Klotze. Ihr seht ja, Leute, da habe ich jetzt ordentlich was drauf. Und jetzt geht er ab in den Ofen. Jo, mei, duftet's hier nach Weihnachtsmarkt, kann ich euch sagen, nach Zimt und Butter, herrlich, diese Baumstriezel. Und den lassen wir jetzt noch kurz abkühlen und dann können wir noch warm genießen. Mei, ist er nicht herrlich und ich habe gleich ein paar gebacken, weil wir sind ja immer ein paar mehr und die schmecken echt. Wer schmeckt? Meine Güte, macht's nach. Ciao!